Herzlich willkommen zum Tutorial S711 Softstarter Kompressorstart unter Nutzung der App S711 Connect. Dieses Tutorial zeigt, wie man mit Hilfe der App S711 Connect den S711 Softstarter für einen Kompressor mit den typischen Parametern konfiguriert. Außerdem werden zusätzliche Features für den Betrieb eines Kompressors gezeigt. Der Inhalt dieses Videos umfasst die Konfiguration des S711 Softstarters mittels der App S711 Connect. Ein Hinweis: Die in diesem Video gezeigte Software S711 Connect kann in Zukunft Veränderungen in Layout und zusätzlicher Funktionalität erhalten. Die Erläuterung der speziellen Kompressorparameter im S711 Softstarter, das Starten und Stoppen des S711 Softstarters per Befehl über die Klemmleiste mit einer simulierten Last. Außerdem wird die Reaktion auf simulierte Fehler gezeigt. Auf den typischen Anschluss des S711 Softstarters wird in diesem Tutorial nicht eingegangen. Dies wird im Detail im eingeblendeten Videotutorial S711 Softstarter Quick Setup dargestellt. Außerdem werden die nachfolgenden Schritte basierend auf der Werkseinstellung des Gerätes vorgenommen. Mit Anlegen der Reglerversorgungsspannung erscheint nach kurzer Zeit die werksmäßig hinterlegte Monitoranzeige auf dem hier in der Schaltschranktür installiertem Display. Aus Gründen der Cybersecurity ist die Bluetooth-Verbindung in Werkseinstellungen deaktiviert. Um eine Verbindung mit der App S711 Connect mit dem S711 Softstarter aufbauen zu können, müssen daher zuerst die notwendigen Einstellungen mittels Bedieneinheit am Softstarter durchgeführt werden. Mit Drücken der Pfeiltaste rechts kommt man in das Hauptmenü. Dort wird mit zweimaligem Drücken der Pfeiltaste nach unten das Menü User Parameters ausgewählt. Mit Pfeiltaste rechts wird die Eingabe des Passwortes erforderlich. In der Werkseinstellung lautet dieses Passwort 6 mal die 0, welches durch sechsmaliges Drücken der Taste rechts eingegeben wird. Im Folgenden wird bewusst eine Konfiguration gewählt, die eine hohe Sicherheit in Richtung Cybersecurity sicherstellt. Im Menü P1 wird daher in diesem Anwendungsbeispiel im Parameter P1.2 das Zugriffsrecht für Bluetooth auf sichere Bluetooth-Kopplung konfiguriert. Außerdem wird im Menü Erweitert unter P20.3 der Parameter PIN2 Zugriffsrechte auf Werkzeuge entsperren und die PIN2 in diesem Beispiel unter P20.4 auf 5 mal die 0 und 1 eingestellt. Mit der Eingabe der PIN2 in Werkzeuge und Bluetooth koppeln ist nun der Softstarter für eine Verbindung mit dem Smartphone vorbereitet. Dies wird durch eine blinkende blaue BLE-LED angezeigt. Öffnet man nun die App S711 Connect, so wird die Seriennummer des Softstarter angezeigt. Nach Auswahl der Seriennummer wird im Display des S711 der Bluetooth Passkey angezeigt, der im Smartphone für die Kopplung einzugeben ist. Dieser Passkey wird mit jeder neuen Bluetooth-Verbindung neu generiert. Nach erfolgreicher Eingabe des Passkey geht die BLE-LED auf ein blaues Dauerlicht. Durch Auswahl von Parametersteuerung erfolgt die weitere Konfiguration des Softstarters nun über die App. Im Menü P2 werden die Motordaten eingegeben. In P2.1 wird hier der Motornennstrom mit 15 Ampere eingegeben. Die Motorleistung ist mit 8 Kilowatt einzugeben. Der Wert von P2.3, Trip Class mit 10, wird beibehalten. Für einen Schweranlauf, zum Beispiel ein Steinbrecher, könnte die maximale Trip Class von 30 vorgewählt werden, damit das thermische Motormodell des S711 nicht verfrüht beim Hochlauf auslöst. Der Wert des Motor Service Faktors, P2.4, sollte für IEC-Applikationen auf 100% gesetzt sein. Dieser Wert wird auch empfohlen, wenn der Motor Service Faktor nicht bekannt ist. Lässt der Motorhersteller eine permanente Überlast des Motors von zum Beispiel 20% zu, so könnte dieser Wert auf 120% erhöht werden. Mit P2.5 erfolgt die Einstellung, ob die Verbindung zwischen Gerät und Motor Inline, 3 Leitungen zum Motor, oder
in Delta 6 Leitungen zum Motor ist. Achtung! Die Konfiguration in Delta darf nicht verwendet werden, wenn der Motor selbst in Dreieck verschaltet ist. Zum Beispiel Dreieck 400 Volt, Stern 690 Volt. Dies würde zu hohen Strömen und gegebenenfalls zur Auslösung des vorgeschalteten Schutzorganes führen. Im letzten Parameter der Gruppe P2 wird mit P2.6 die Motoreffizienzklasse eingestellt. Im Menü P3 wird das Start-Stopp-Verhalten des Softstarters konfiguriert. Mit P3.1 wird der Startmodus auf Konstantstrom gestellt. Der mit P3.2 werksmäßig hinterlegte Wert von 10 Sekunden für die Startzeit wird auf 3 Sekunden reduziert. Der Startstrom der P3.3 mit 200% wird beibehalten. Der in P3.4 vorgeschlagene Wert für die Strombegrenzung wird für die Simulation in diesem Tutorial von 350% auf 300% reduziert. Das Pumpenstartprofil in P3.5 hat mit der Einstellung von P3.1 auf Konstantstrom keine Funktion. Die folgenden Parameter für Kickstart P3.6 Kickstartzeit und P3.7 Kickstartpegel werden hier nicht genutzt. Ist diese Funktion erforderlich, zum Beispiel weil der Kompressor ein hohes Losbrechmoment hat, so können die Parameter P3.6 und P3.7 entsprechend konfiguriert werden. Dabei kann P3.7 Kickstartpegel auch größer als P3.4 Strombegrenzung eingestellt werden. Nach Ausführung des Kickstarts würde dann wieder der Wert von P3.4 greifen. Auf den Parameter P3.8 Drehmoment für Tippbetrieb wird hier mangels Relevanz nicht eingegangen. Die Voreinstellung von P3.9 Stoppmodus auf Austrudeln wird beibehalten. Die folgenden Parameter P3.10 bis P3.18 werden in diesem Tutorial nicht weiter betrachtet, da sie für die beispielhafte Kompressorapplikation in der Regel nicht von Relevanz sind. Aus der Gruppe P5 Motorschutz könnten zum Beispiel die Parameter P5.16 bis P5.18 minimale Motorleistung genutzt werden, um die korrekte Funktion des Ventils für die Anlauferleichterung zu überwachen. Bei einer Fehlfunktion des Ventils würde der Kompressor nach der Zeit von P5.17 Verzögerung minimale Motorleistung, zum Beispiel 1 Minute, auf Fehlermeldung minimale Motorleistung gehen. Zum Schutz vor einer thermischen Überlastung wird hier beispielhaft mit P5.24 eine Wiederanlaufverzögerung von 2 Minuten, werksmäßig 10 Sekunden, und mit P5.25 die zulässige Anzahl von Starts innerhalb einer Stunde auf 5, Werkseinstellung 4 festgelegt. Entsprechende Informationen zur verbleibenden Wartezeit bei der Wiederanlaufverzögerung und dem nächsten möglichen Start werden in der Bedieneinheit angezeigt. Ein Hinweis: Liegt ein Startbefehl während des Ablaufs der Wartezeit oder bei Anzahl der Starts pro Stunde an, so wird dieser nach Ablauf der jeweiligen Wartezeit ausgeführt. Hier ist keine neue Flanke am Eingang DI1 Run notwendig. Da Kompressoren in der Regel fest angeschlossen sind, hat der Parameter P5.26 Phasenfolge keine Relevanz. Das gleiche gilt für die folgenden Parameter P5.27 bis P5.30 zur Überwachung der Netzfrequenz. Als Beispiel für die Überwachung eines Kompressors wird hier ein Öldrucksensor am digitalen Eingang 4 simuliert. Der Eingang wird als Öffner via P7.7 DI4 Funktion gleich externer Fehler NC konfiguriert. Mit P7.9 kann festgelegt werden, ob der S711 zuerst stoppen, zum Beispiel um einen Prozess zu Ende zu fahren, und dann auf Fehler gehen soll, P7.9 gleich Stopp und Fehler, oder ob im Fehlerfall der S711 direkt austrudeln soll, P7.9 gleich Fehler austrudeln. Da keine Stopprampe verwendet wird, P3.9 gleich austrudeln, gibt es hier keinen Unterschied in den beiden zuvor erwähnten Varianten. Mit P7.12 DI4 Fehlertext lässt sich ein benutzerdefinierter Fehlertext, hier Oil Level Too Low, erstellen. Nach Eingabe aller Daten erfolgt die Übertragung der Parameter in den Softstarter.
Ebenfalls können die vorgenommenen Änderungen als Datei abgespeichert werden. Für den anschließenden Betrieb des Softstarters ist die Bluetooth-Verbindung zu beenden. Die vorgenommene Konfiguration wird nun mit einer simulierten Last vorgeführt. In diesem Tutorial liegt die Netzspannung am Gerät schon an. Das Relais 1314 hat hier nur eine Meldefunktionalität. Im Klemmleistenbetrieb erfolgt die Hardwarefreigabe am digitalen Eingang 2, Schalter EN, und die LED Ready geht auf Dauerlicht. Über den digitalen Eingang 3, Schalter A, wird von Local auf Remote umgeschaltet, was mit Dauerlicht an der LED Remote angezeigt wird. Rechts wird die 5. Monitoreinstellung mit Histogramm des Stromverlaufes gezeigt. Der digitale Eingang 4, Simulation des Öldrucksensors, wird mit Schalter B aktiviert. Mit der Freigabe des Starts über den digitalen Eingang 1, Run, erfolgt der Hochlauf des belasteten Motors. Der erfolgreiche Hochlauf wird über das Relais K2, Klemmen 23 und 24, mittels der LED im Schalter EN angezeigt. Mit Rücknahme des Run-Befehls auf dem digitalen Eingang 1 trudelt der Antrieb aus. Es wird die Zeit bis zum nächstmöglichen Start angezeigt. Die Überwachung des Öldrucksensors am digitalen Eingang 4 wird nun demonstriert. Nach erfolgreichem Hochlauf wird durch ein Low-Signal am Schalter B der Fehler ausgelöst. Der zuvor mit der App erstellte Fehlertext erscheint im Display. Das Relais K3, Klemmen 33 und 34, zieht an und lässt die Meldeleuchte FLT aufleuchten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.